Ihr Lieben, der Monat August liegt hinter uns, der uns höchste Lichtkraft schenkte und gleichzeitig nicht nur energetisch sehr viel Kraft von uns forderte. Und ja, der Neumond in der Jungfrau steht uns nun mit dem Beginn dieses Septembers bevor. Und diese dunkle Mondin läutet die letzten Monate des Jahres ein und gibt uns gleichzeitig einen Ausblick darauf. Ein Neumond ist immer der Beginn eines neuen Zyklus und damit steht er auch für den Abschied und einen neuen Anfang. Er unterstützt uns ganz stark für das Loslassen dessen, was wir hinter uns lassen möchten und damit auch für das Neue, das wir jetzt neu beginnen möchten. Und ja, dieser Neumond steht in Opposition zu Saturn in den Fischen. Und auch die Opposition der Sonne zu Saturn wird am 8. September exakt. Das heißt, alles wird geprüft werden, was wir an Entscheidungen und Absichten zu diesem Neumond manifestieren. Und Saturn ist ein strenger Lehrer. Alles wird offensichtlich, wird nach außen gestülpt, aus unserem Inneren wie auch in dieser Welt. Alles wird immer mehr sichtbar, was um uns herum geschieht. Und oft fühlen wir uns jetzt all dem so schutzlos ausgeliefert, weil es direkt unter die Haut geht, zu unserem Fühlen. All die Masken und Lügen werden jetzt enttarnt und alles, was nicht mehr dienlich ist, im Innen wie im Außen, bäumt sich auf. Auch alles, was wir verdrängt haben, das Unverarbeitete und auch alte Verhaltensmuster werden hervorgeholt, getriggert, um es nochmals anzuschauen und endgültig loszulassen. Oh ja, der Saturn steht auch für den Magen, der jetzt im wahrsten Sinne des Wortes alles Unverdaute ausspeit. Und er ist es auch, der uns erkennen lässt, dass wir nicht irgendwie oder irgendwoher erleuchtet werden, sondern oft am meisten lernen, uns weiterentwickeln, wenn es schwierig wird, wenn uns das Leben praktisch über uns selbst stolpern lässt. Und das kann dann ziemlich heftig sein und vieles mitreißen, im Innen wie im Außen. Vor allem, wenn es schon lange lodert, Veränderung fordert. Merkur steht zu dieser neuen Mondin im Löwen und im Trigon zu Chiron im Widder. Und damit geht es auch ganz stark um Heilung und darum, was dieser Heilung entgegensteht. Und auch Mars ist zu diesem Neumond von großer Bedeutung, der am Tag darauf in das Zeichen Krebs wechselt. Er, der Kämpfer, unterstützt uns jetzt ganz stark, in unser inneres Wissen zu vertrauen und dem zu folgen, was wir schon lange fühlen. Ja, uns auf unserem neuen Weg nicht aufhalten zu lassen. Nutzen wir also die Kraft dieser neuen Mondin, ihr Lieben, denn die Energien und Turbulenzen werden noch weiter an Fahrt aufnehmen. Die Spannung steigt und innere Zentriertheit ist jetzt ganz wichtig, denn es wird noch verrückter in dieser alten Welt.
Alles Dunkle wird jetzt immer mehr ans Licht geholt, aufgedeckt, was für viele sehr überraschend sein könnte und für viele auch nicht. Oh nein, es ist nicht nur energetisch eine sehr herausfordernde Zeit, in der sich jetzt vieles zuspitzt. Wisse, dass das da draußen eine Bühne voller Manipulationen ist, die sich jetzt nach und nach selbst enttarnt, immer offensichtlicher wird, je mehr sich die alte Welt aufbäumt. Es gibt keine Energie, um die alte Matrix zu unterstützen. Und deshalb sehen wir, wie sie zusammenbricht. All die Lügen können nicht mehr aufrechterhalten werden, weil wir jetzt immer mehr fühlen, was nicht der Wahrheit entspricht, was nicht mehr mit uns im Einklang ist. Wir sehnen uns immer mehr nach Frieden, nach Liebe, nach der Seelenverbindung mit allem um uns herum und können es nicht mehr ertragen, akzeptieren, was um uns herum geschieht und dem entgegensteht. Weil wir immer höher schwingen und das massive kosmische Licht, das zu uns strömt, uns als fühlende Seelenwesen erhebt. Wundere dich also nicht, wenn du dich oft gar nicht gut, traurig und verwirrt fühlst. Denn das Chaos, der Wahnsinn dieser Welt im kollektiven Feld wirkt auf uns. Es ist wie ein riesiger Wirbel in unserem Inneren, der alles auffüllt und uns gleichzeitig erkennen und aufwachen lässt. Und alles, was nicht der Liebe entspricht, wird in dieses Chaos zurückgezogen. Erlaube dir loszulassen und zu vertrauen. Bleibe in deiner Mitte und klaren Ausrichtung. Die Schleier dieser alten Welt, dieser alten Realität lichten sich und das Neue beginnt sich immer mehr zu zeigen. Erwarte die Veränderungen, die damit einhergehen, ohne Angst. Sei du, sei Liebe und komme zu dir selbst zurück, zu deiner Wahrhaftigkeit, deiner Freiheit, deinem Wissen. An diesen Nullpunkt der Stille in deinem Inneren, der weiß, dass alles gut wird und dass deine Energie und deine Kraft dich mit kosmischer Unterstützung durch diese Zeit tragen werden. Alles ist anders, alles wird anders. Im Außen, in uns und in den Menschen um uns herum. Alles findet sich neu und ganz sicher so, wie wir es uns jetzt noch nicht vorstellen können. Es bebt, brodelt, bewegt sich, bewegt uns und alles um uns herum. Ja, es ist Leben, ist Veränderung, ist das Neue, das aus dem Chaos entsteht. Erinnern wir uns an unsere unendliche Seelenessenz, die hier ist, um eine menschliche Erfahrung zu machen und nicht stehen zu bleiben. Es geht darum, zu wachsen, uns weiterzuentwickeln und uns selbst wahrhaft und voller Liebe zu leben. Denn Leben ist die immerwährende und oft verwirrende, schmerzhafte, verzweifelte, aber auch ehrlichste Suche nach Liebe, bis wir erkennen, dass sie immer und überall
vorhanden ist, sobald wir sie in uns selbst gefunden haben. Es ist das 5. Element, das alles andere belebt und zusammenhält. Folge deinem Herzen jetzt und denke immer daran, das Leben ist Veränderung, ist ein Zyklus aus Lernen, aus Wachstum und Heilung. Und du bist nicht hierher gekommen, um nichts zu tun, sondern um weiterzugehen, dich weiterzuentwickeln, um in Verbindung mit dem großen Ganzen in Liebe und Harmonie zu leben. Die neue Mondin in der Jungfrau schenkt uns tiefe Erneuerung auf allen Ebenen, indem sie uns auffordert, unser Leben zu überdenken und neu zu ordnen. Es geht jetzt darum, Klarheit zu gewinnen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ja, diese Zeit des vollkommenen Wandels in allen Bereichen kann verwirrend und beängstigend sein, denn unsere alten Strategien, an denen wir uns so lange festgehalten, die uns Sicherheit gegeben haben, funktionieren nicht mehr. Und die Jungfrau, das Erdzeichen, gerät ins Straucheln. Gewohnte Wege enden. Die Zukunft ist ungewiss und unser Verstand kann uns in vielem nicht mehr leiten. Es ist Zeit zu lernen, unserem Fühlen, unserem inneren Wissen zu vertrauen und uns auf das Ungewisse und neue Visionen einzulassen, ja, uns weiterzuentwickeln. Oh nein, wir finden den Halt und die Sicherheit nicht mehr da draußen, sondern nur in uns selbst und unserem Weg mit einer großen Portion Mut, auf den wir jetzt alle geprüft werden. Saturn in den Fischen verlangt unser bedingungsloses Vertrauen in die Wege des Schicksals und des Universums, dass alles im Sinne der Schöpfung geschieht. Und genau hier, in der Stille, im Raum dazwischen, in dem wir das Alte loslassen können, finden wir unseren neuen Weg und auch die Möglichkeiten und Wunder, die uns dieser eröffnet. Ja, ihr Lieben, es wird nun alles noch ein wenig Fahrt aufnehmen bis zum Ende des Jahres im energetischen Turbospeed des Wandels und der Offenbarungen. Und damit sende ich euch alles Liebe, eure Sylvia.